In diesem Video zeige ich euch den Packungsinhalt und die schnelle Einrichtung des neuen Parkside Mähroboters, welcher 2024 nun die Endung B2 trägt. Es werden bereits 200 Meter Begrenzungsdraht mitgeliefert, mehr sollen laut Anleitung auch nicht benutzt werden. Diese Stange dient als Aufprallschutz und wird an der rechten Seite der Ladestation montiert. Etwa 350 Befestigungshaken sind dabei, die bei 200 Metern dann etwa alle 60 cm platziert werden können. Die Ladestation besteht aus mehreren Teilen, die ich gleich noch zusammenbauen werde. Der Ladeturm hat zwei Riegel, die in die Bodenplatte eingehakt werden müssen und welcher von unten verschraubt wird. Zu Mauern oder anderen nicht überwindbaren Hindernissen soll mit dem Begrenzungsdraht ein Abstand von 35 cm eingehalten werden, ansonsten reichen 5 cm von der Rasenkante. Hinter und vor der Station sollen jeweils 1 bzw. 2 Meter Abstand eingehalten werden, ebenso links von der Station. Nun wird das Kabel verlegt. In den Ecken darauf achten, dass ein 90-Grad-Winkel vermieden wird und das Kabel stattdessen in zwei 45-Grad-Winkel aufgeteilt wird. Nachdem man alles verlegt hat, wird noch das Kabel von vorne unter der Bodenplatte zum Stecker geführt. Etwa 15 mm abisolieren und dann das ankommende Kabel in den Pluspol stecken. Unbedingt darauf achten, dass sich die Kabel nicht überkreuzen. So sieht das Ganze beispielhaft aus. Natürlich zum Schluss noch die Befestigungshaken samt Kabel in die Erde drücken. Wenn alles richtig angeschlossen wurde und die Ladestation Strom hat, leuchtet die Status-LED grün. Fehlt nur noch der Aufprallschutz und man kann sich endlich dem Roboter widmen. Hier noch ein paar Maße zur besseren Orientierung. Unter dem Roboter befindet sich ein gut geschütztes Akkufach, in welchem der mitgelieferte 4 Ampere-Stunden Akku, als auch ein optional erhältlicher 8 Ampere-Stunden Akku Platz finden. Vorteil hier ist die Kompatibilität zu allen anderen 20 Volt Geräten von Parkside. Die Schnittbreite beträgt 22 cm, passende Klingen gibt es überall im Internet günstig zu kaufen. Bitte beachtet aber, dass Parkside hierbei M5 statt den üblichen M4 Schrauben verwendet hat. Beim ersten Start muss das Datum eingestellt und ein PIN festgelegt werden.
Die Schnitthöhenverstellung erfolgt per Drehregler direkt am Gerät. Das Menü ist simpel und verständlich aufgebaut. Die meisten Einstellungen lassen sich auch in der App vornehmen, nachdem man den Mäher mit dem Smartphone bzw. seinem WLAN-Netzwerk verbunden hat. Hier noch ein paar Fahreindrücke. Der Mäher schafft es sehr genau, dem Kabel auch durch enge Stellen zu folgen. Die Hinderniserkennung über die Aufprall- und Kippsensoren funktioniert recht zuverlässig und sanft. Kommt es doch mal zu einer misslichen Lage, so ist er imstande, sich rückwärts mit leichten Drehbewegungen in den meisten Fällen wieder zu befreien. Die Lautstärke würde ich als noch angenehm empfinden, er ist allerdings spürbar lauter als so manch anderer Roboter seiner Größenordnung, dafür jedoch deutlich günstiger. Ich würde nicht empfehlen, ihn nachts in einem dicht besiedelten Wohngebiet fahren zu lassen, ansonsten kann sich der Mähroboter für diesen Preis echt sehen lassen.